Diskriminierung aufgrund des Geschlechts war in den 1990er Jahren noch ein ganz anderes Thema als heute. Wir haben da wirklich Pionierinnenarbeit geleistet und das ist eine ganz wesentliche Grundlage gewesen für mein Denken und für mein Handeln und auch dafür, dass ich wirklich immer versuche, meine rechtsphilosophischen Überlegungen mit praktischen Impulsen zu verbinden. Mein Name ist Elisabeth Holzleitner. Ich bin Professorin für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies an der Universität Wien, an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Ich darf weiters das Institut für Rechtsphilosophie leiten und ich bin Sprecherin einer interdisziplinären Forschungsplattform namens GAIN, Gender Ambivalent Invisibilities. Schon als Kind wollte ich einen lehrenden Beruf ausüben. Und in meiner Kindheit habe ich, glaube ich, meine Geschwister nicht nur einmal zur Verzweiflung gebracht, weil kaum war die Schule vorbei, habe ich meine Geschwister, meinen Bruder, meine Schwester im Wohnzimmer versammelt und sie mussten mit mir Schule spielen. Und das waren immer ganz empört. Also quasi, jetzt ist endlich die Schule aus und dann kommt die große Schwester daher. Aber es war für mich schon sehr klar, dass das eigentlich etwas ist, was ich gern mache. In den letzten Jahren habe ich mich viel befasst mit illiberaler politischer Theoriebildung und der Frage, welche Rolle das Geschlecht darin spielt. Das heißt also reaktionäre Geschlechterkonstruktionen und das Ganze auf eine sozusagen rechtsphilosophisch betrachtet. Aber meine Beispiele, die kommen selbstverständlich auch immer aus der aktuellen Politik. Was mich am meisten antreibt, das sind immer die eigentlich aktuelle Herausforderungen. Herausforderungen des Zusammenlebens, das durch Recht gestaltet wird. Seien es Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, die Frage, wie man das Recht auch emanzipatorisch nützen kann, wie man Recht nicht einsetzt als Mittel dafür, um die Macht der Herrschenden noch zu erweitern und zu vergrößern, sondern dass man Recht dafür einsetzt, Personen und Gruppen zu unterstützen, die typischerweise noch über viele Jahrhunderte einfach benachteiligt worden sind, marginalisiert worden sind. Die Universität Wien ist mein Traumarbeitsplatz. Das beginnt schon damit, dass Wien einfach eine wunderschöne Stadt ist. Ich wollte schon als Kind in Wien leben, weil ich so gern in Wien war. Und dann an der Universität Wien angekommen, fand ich eigentlich das gesamte akademische Umfeld sehr, sehr spannend, sehr inspirierend. Das Tolle für Menschen wie mich, die im Wahlfachbereich tätig sind, in den Legal Gender Studies, im Bereich der Menschenrechte oder in so kleinen Disziplinen, wie zum Beispiel Law and Literature, ja, oder Recht und Populärkultur, ist, dass es immer eine kritische Masse von Studierenden gibt, die das interessiert, die sich gern damit befassen wollen. Ich wünsche mir, dass die Entwicklungen, die wir momentan beobachten können, die immer mehr in Richtung illiberale, ethnonationalistische, autoritäre Wende gehen, dass es uns gelingt, diese Entwicklung aufzuhalten und uns an unser Projekt der liberalen rechtsstaatlichen Demokratie nicht nur zu erinnern, sondern wirklich daran zu arbeiten. Und da möchte ich einen Beitrag dazu leisten.